Willkommen bei Besum, dem Podcast, in dem die Sterne, die Wissenschaft und die Menschlichkeit aufeinandertreffen. Hier im Lavatar Lab nimmt dich deine Gastgeberin Miss B mit auf eine Reise durch die kosmischen Geheimnisse der Astrologie, die tiefen Erkenntnisse der Wissenschaft und die wunderbaren Verbindungen, die uns als Menschen verbinden. Bereit, deinen Geist summen zu lassen? Dann schnall dich an und starte mit uns in eine neue Episode von Besum. Hallo und herzlich willkommen bei Besum. Hallo. Hallo. Heute mit Miss B und Rassissa. ja, und das ist jetzt auch tatsächlich unsere letzte Folge. Und zwar handelt es sich Es um... bricht mir das Herz. Bricht es dir dein Herz? Heute geht es um Gen Alpha, Generation Alpha. Oh. Ja. Und was stellst du dir darunter vor? Kinder. Kinder. Ja, wann fängt das nochmal an? 2012 bis letztes Jahr? Bis bis dieses Jahr. Ja, die sind noch jung, ne? Die sind noch sehr jung, ja. Was glaubst du, werden ihre Themen in der Zukunft sein? Oh. Ja, wir wandern jetzt ein bisschen zukunftsmäßig heute in dieser Folge. Tja, es ja auch um wahrscheinlich. unsere Zukunft geht. Ja, wahrscheinlich dasselbe, um das es jetzt auch geht. Meinst du? Ja, Politik, Meinst du, wir Klima. entwickeln uns da nicht weiter und lösen mal die Probleme, die wir seit, ich weiß nicht, wie lange haben? Nee, der Grund ist, weil wir nicht zusammenarbeiten können, sondern nur gegeneinander. Das stimmt. Ganz ehrlich, ich glaube schon, dass das machbar ist und ich glaube auch schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ich glaube auch, dass das in der ganzen Welt sich abspielt, aber ich glaube, dass vorher noch eine Revolution passiert. Siehst du es nicht? Ich sehe es noch nicht. Nee? Nee. Jetzt siehst du Ja, weil noch es gibt nicht, dass einfach so zu von, viel. Ja, von der weil, Politik her oder generell so menschlich gesehen? ja, das auf menschlicher spielt beides zusammen, weil es gibt Mhm. einfach zu viele Leute, die ihre Meinung und ihre Position so krass, wie sagt man das? Positionieren, Ja, aber die wollen die so voll aufdrängen und wollen dann, ja, das funktioniert einfach nicht. Nee. Jeder hat seine eigene Meinung, du kannst einem anderen nicht die Meinung aufdrängen. Dann musst du halt Ja. Kompromisse finden und zusammenarbeiten und nicht gegeneinander und Mhm. sagen dann, keine Ahnung. Ja, aber das ist ja das Gute bei der Demokratie, Ja, dass du halt mehrere Standpunkte hast und mehrere Meinungen und dann auf einen Nenner hoffentlich findest. Ne? ich Das bin ist gespannt. Ich auch. Ich glaube fest an die Zukunft und ich glaube auch, dass wir uns da sehr gut und tatsächlich weiß ich das auch, dass wir uns sehr gut entwickeln. Warten wir mal ab, trinken wir mal Tee und wie gesagt, ich glaube, da kommt eine Revolution auf uns zu. Aber überall, auf der ganzen Welt. Was denkst du über öffentliche und private Social Media Accounts? Du trägst ja unser tolles T-Shirt Private Public Account, weil ja, wir sagen da jetzt erstmal nichts zu, aber was hältst du davon? Was glaubst du? Oder Also was ich ist deine Meinung dazu? habe selber einen Privataccount, also ich habe da auch also eigentlich nur Leute, die ich kenne, weil keine Ahnung, was Leuten an, was ich in meinem Leben mache, die ich nicht kenne, keine Ahnung. Ich bin ja Ja. keine Person des öffentlichen Lebens, sag ich mal so. Ich finde Aber sogar ich- auch persönliche, Ja, ich öffentliche glaub- Personen ja, ich sollten da glaube- vorsichtig sein. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass so Stars safe einen Account von noch privat haben, den die einfach so umbenannt haben, dass man nicht checkt, dass sie das sind. Finster nennt man das. Ach so, einfach nur Fake Instagram. Ja, also genau das. Wir sind der Meinung, dass Private Accounts die Zukunft sind und dass man einfach ein bisschen mehr auf seine Privatsphäre Ja. achten sollte und sich auch, das ist auch einfach der Sicherheit halber, ne? Auch für unsere Gen Alphas und für die Generationen, die kommen, einfach ein bisschen aufzupassen, dass nicht jeder alles weiß über dich, wo du dich rumtreibst und so weiter, was deine Hobbys sind und sonstiges, geht einfach auch nicht jeden was an. Ja. Viele sind ja auch mittlerweile so weit, dass sie ihre Kinder gar nicht mehr auf den öffentlichen oder beziehungsweise auf den Social Media Accounts posten. Bei den Es gibt Kiddies bestimmt Kinder, die das vielleicht cool ganz finden, ja. aber ich denke, da wird es auch viele drunter geben, die sagen, die finden das voll scheiße. Ich glaube, dass das so gehandhabt wird, vielleicht, wer weiß, vielleicht auch erst in den späteren Generationen, dass Avatare erstellt werden. Also dass gar nicht mehr
dein persönliches Bild benutzt wird, sondern Meinst du echt? Ja, glaube ich. I don't know. Wäre auf jeden Fall mal eine Idee. Schmeiß Oder ich mal so in den Raum rein. schmeiß ich mal, ja genau. Wer sich die Idee claimen will, claimt Ich habe noch sie. eine Idee Ja, an Elon Musk, weil der zu dem superreich ist. sprechen wir nicht. Doch, ich möchte, dass er mit seinem Geld Hogwarts nachbaut. Der Rest. Okay. Honigära. Was stellst du dir darunter vor? Eine Ära. So süß wie Honig. Milk and Honey. Milch und Honig. Sagt dir das was? Mm-mm. Ne? Also Honig ist ja was Süßes und tatsächlich, weiß nicht, ob das einige wissen, aber da ich ja auch Miss Bee bin, also die Frau Biene übersetzt, sage ich jetzt mal, Bienen haben ein Summen, Ja. deswegen Bee Sum, Mm. das heilend ist. Das ist ein C-Ton, glaube ich, der Leute heilen kann oder beziehungsweise die Frequenz ist sehr hoch und sehr heilend. Und in dem Honig, ich weiß nicht, ob das jetzt... Manuka-Honig. Ja, Honig ist sehr gut. Es gibt auch Manuka-Honig, oder wie der heißt. Ja, Der ist auch entzündungshemmend. genau. Ja, den habe ich auch Und zu Hause. das ist Honig wird auch mit der Sonne zusammen assoziiert. Was sehr Positives, was sehr Gutes, was sehr Heilendes, was sehr Gesundes. Und deswegen Honey Era oder Honig Era. Süß. Oder? Fanden wir auch. Voll süß. Ja. Und das wollen wir natürlich der Generation Alpha mitgeben. Positivität und Wärme und Gesundheit und ein schönes Mindset weitergeben. Das ist uns wichtig, auch wenn wir selber noch keine Kinder haben, aber Ja, und arbeitet zusammen und nicht gegeneinander. auf jeden Fall. Das very important. Ja. Sprecht offen miteinander, habt einen Open Mind und vielleicht fühlt den anderen auch ein bisschen, warum der vielleicht Angst vor einer gewissen Situation hat und der andere dann vielleicht eine andere Situation ganz schlimm findet. Aber ich glaube, mit einem offenen Mindset oder auch mit einem offenen Herzen kommt man da viel besser. Also wenn man einfach wie ein Kind, weißt du, wenn du Kinder beobachtest, die sind ja immer total toll zueinander, meistens. Nicht immer, aber Ja. eigentlich immer sehr offen und Ja, die sind auf jeden Fall sehr offen und ehrlich. ja. Ja. Was waren deine Lieblingsspiele als Kind und Teenager? Lieblingsspiele? Hattest du da welche? Ja, klar. Sims Also Computerspiele, auch, ja. Sims auf die 1. aber als Teenager, ne? Oder Ja. warst du schon als Kind am Computer? Nee, als Kind, wir hatten eine PlayStation 1. Uh. Da habe ich Tomb Raider gespielt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, mein Lieblingsspiel in der Kindheit, ich habe super gerne und richtig viel mit meinen Freunden halt immer so Fantasiespiele gespielt. Aha, Rollenspiel. Ja, tatsächlich. Da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder. Es gab Momente, da habe ich mit meiner besten Freundin gewrestelt. Ja, und wir haben uns ausgestopft mit Socken als Muskeln. Geil. Ja, dann haben wir WWE nachgespielt. Es sah bestimmt richtig komisch aus, als unsere Eltern dann ins Zimmer, aber wir hatten da richtig Spaß dran, so zu wresteln. Aber natürlich haben wir auch, kennst du Charmed? Diese Hexen, früher die Serie, die haben wir auch voll gerne draußen nachgespielt. Also, Und so Brettspiele ja, hab ich gedacht. war als Teenager, muss ich sagen, Cluedo. Absoluter Cluedo-Fan. Und dann tatsächlich so einfache Sachen wie Stadtland Fluss fand ich immer toll. Ja. Und Aber Stadtland Fluss umgeschrieben. ja, Wenn da so Special-Dinger drin sind. ja, das ist voll. lustig. Aber Sims habe ich auch gespielt tatsächlich. Ja, Sims auf die 1. Und die Sims, also solltest du Sims spielen, wir haben, Lavatar hat alle T-Shirts für die Sims, könnt ihr euch auf unserer Homepage umsonst runterladen. Geil. Ja. Wie findest du denn Malen nach Zahlen? Hast du das gemacht? Das habe ich als Kind oft gemacht. Ja, ne? Ja. Mir hat das auch so viel Spaß gemacht und ich fand das so cool. Deswegen habe ich wir haben das auf ein T-Shirt gemacht. Und du musst halt mal nach Zahlen machen und dann am Ende hast du ein Motiv und du weißt, Ah, du kannst das T-Shirt Nicht- dann anmalen.
Kannst es anmalen, Geil. genau. Und du weißt vorher nicht, was da rauskommt. Fand Das ich ist irgendwie voll ganz cool. oder? Richtig cool. Ja. Habe ich auch noch nicht so Ja, hol mal gesehen. raus, lass mal malen. Ja. Oh, das hätten wir echt machen können. Jetzt kommt eine ganz besondere Frage. Kennst du den Zauberwürfel? Leider ja. Hast du schon mal mit dem gespielt? Leider ja. Und? Nein. Nein! Nein, ich schmeiß aus Fenster. Magst du Sofort. nicht? Ich hasse es. Ich bin kein Geduldsmensch. Ich bin super ungeduldig. Das macht mich sauer. Also du glaubst, das ist ein Geduldsspiel. Ja. Ach so, okay. Nee, es ist Mustern. Also du musst dir ein Muster merken. Ach Du so. kommst ans Ergebnis, indem du weißt, was du wie drehen musst. Es macht mich kirre. Also ich habe da früher, tatsächlich habe ich dieses Muster verlernt. Ich kann es nicht mehr, ist mir eben aufgefallen. Ich muss mir das nochmal Mach dir nichts angucken. draus da. Ich muss mir nochmal angucken, aber ich habe immer gerne Rekorde damit aufgestellt, damals, als ich ein Teenager war. Weil wenn du einmal das Muster kannst, dann ist easy. Hm. Du musst halt Ist wie Fahrradfahren, ne? ja, aber das verlernt man halt wieder anscheinend. Deswegen. Was stellst du dir unter einer Bambus-Mentalität vor? Kennst du einen Bambus? Ja. So. Es gibt sogar Bambus, der durch Beton durchkommt. Echt? Ja. Das ist ein starker, ist sehr stark, ne? Mhm. Ich finde Bambus voll schön. Aber unter der Bambus, ja, Mentalität. vielleicht einfach eine starke Persönlichkeit. Mhm, eine starke Mentalität. Ja, der Bambus, der braucht sehr lange, bis der die Oberfläche erreicht. Also Mhm. man sieht lange den Samen nicht. Und dann schießt er in die Höhe innerhalb von wenigen Tagen. Und das sollte so ein bisschen die Bambus-Mentalität sein, wenn man auch manchmal nicht so schnell Ergebnisse sieht. Mhm. Einfach dran zu bleiben und zu wissen, bald kommt der Tag. Da schießt man in die Höhe. Manchmal sieht man seine Ergebnisse noch nicht. Das dauert halt einfach ein Ja. bisschen. Und dann sind sie da. Puff. Hm. Bot ist Botting. Was sind deine Gedanken zu Bots, Roboter und KI? Ah, schwierig. Ich liebe Schwierig? Ich liebe ChatGPT. Ja, ist ja KI. Aber so Roboter und sowas, also ich weiß nicht, wenn man da jetzt wirklich so ein Mensch nachbaut, sag ich mal. So Oder- menschenähnliche Roboter, die nehmen ja immer weiter Informationen auf und werden dadurch auch immer schlauer. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwann, Meinst du, das wird ein Problem geben? ja, So ob das wie nicht in zu dem Film gefährlich ist. iRobot? Ich schwöre. Glaubst du wirklich sowas? Das könnte ich mir voll gut vorstellen, dass Hm. es einfach gefährlich wird, dass Mhm. das gegen uns dann verwendet wird. Ja, also es kann so gehen, es kann aber auch anders. Ja, aber es- Und das du hast die meisten Bots halt unter unter Fotos und auf Twitter und oder X oder wo auch Ja, immer, ja. die kommentieren und so, also macht es meistens gar keinen Sinn, Mhm. mit diesen Bots und deswegen Bot ist Botting, ne? Die Idioten kämpfen in der Comment-Section mit Bots, Ja. also Ich check. musst du nicht, ne? Also du kämpfst gegen einen Roboter, was soll das? Also lass doch das argumentieren, bringt nichts. Das wollten wir damit sagen. Der Roboter, der später ausgebaut wird, ich glaube, man kann das auch richtig gut nutzen, um Arbeit uns abzunehmen. Weißt du, wir lassen die Ja, aber- Roboter arbeiten und Ja, kriegen das aber Geld warte. dafür. Ja, aber warte mal. Wer geht dann arbeiten? Ja, die Roboter. Ja, ja, aber du brauchst ja noch Leute, die müssen doch ihr Gehalt verdienen. Ja, aber warum? Dann hast du irgendwann nicht mehr genug die können uns doch Arbeitsplätze. das Geld geben. Ja, ist klar, Alter. Hä? Warum denn nicht? Nee, ich glaube, das ist nicht gut. Meinst du? Ja, das Ich glaube, das ist. Arbeitsplatzverlust. Ja, aber du kriegst doch Freizeit. Du hast doch deine Freizeit und kriegst Geld. Wo kriegst du dein Geld? Vom Staat. Das Jetzt stell- Bürgergeld? Jetzt stell dir mal Und vor, warte nicht mal. Bürgergeld, Ja, aber aber stell dir warte- mal vor, du hast jetzt vom Staat, Ja, aber warte mal, woher hat der Staat denn sein Geld? von den Bots. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Na klar, wir schaffen Nein. einfach Geld ab. Du hast voll einen an der Weise. Das funktioniert nicht. Warum funktioniert Wir das zahlen nicht? das Geld an den Staat mit unseren Steuern. Aber was ist denn Geld? Ja, wie, was ist, das ist eine Währung. Ja, aber das ist doch. Willst du wieder mit, bedeutet doch willst du mit eigentlich gar Steinen nichts. tauschen? Ja, ohne Geld, Nee, das nicht funktioniert. Steine tauschen.
Das Aber funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. okay, Das geht nicht auf. Wir Okay. sind zu viel. wir sind zu viel. Ja, ich glaube, das kannst du nicht. Ja, und Die dann, Arbeit, guck mal, und dann drehen die irgendwann die- durch, weißt du, und dann auf einmal stellen die Waffen Aber die her und haben doch knallen keine uns alle ab. Gefühle. Warum sollten die durchdrehen? Ich weiß, Wir- wir wir- sind einfach noch nicht, weil sich das nicht Ja, genug erkundet. Ja, aber wenn du mal weit in die Zukunft vorausdenkst, wir leben nicht mal mehr. Das ist so weit in der Also willst du sagen, dir ist die zukünftige Generation scheißegal, weil dann lebst du eh nicht mehr, wenn die da das durch sind ja Schritte, um da hinzukommen. Ja, Ne? ja. Deswegen ist es ja auch wichtig, was wir heute machen. Und es ist auch wichtig, dass wir auf unsere Umwelt aufpassen und auf Ja. die Kinder aufpassen und dass wir nachhaltig sind und dass wir einfach an unsere Zukunft denken. Auch die Leute, die halt keine Kinder haben werden. Ist es nachhaltig, Roboter zu bauen? erstellen? Ich würde Ich spreche ab. behaupten, ja. Ich spreche ab. Ich spreche Ich spreche ab. Okay, gut. Also bei dem Roboter-Ding sind wir uns da nicht ganz so einig, Nee. anscheinend. Und bei dem Bot sind wir uns einig. Und bei KI? ChatGPT finde ich geil. Ja, ne? Ja, das ist schon mal Best Also Friend. mit KI kann man schon tolle Sachen machen, Ja. ne? Ja, weil ChatGPT oder beziehungsweise KI ist ja unser Emo in unserem Manga, in unserem Magma. Da Mhm. findet ihr ja Miss B, Dracissa, Emo, V und M. Und Emo ist KI. Cool. Ja. Süß. Ja, wir lieben Oh, ihn alle süß. sehr. Kennst du Metatrons Würfel? Nein. 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 Also Metatron ist nicht zu verwechseln mit Megatron von Transformers. Mhm. Metatron ist ein Erzengel, so sagt man. Mhm. Und der Metatrons Würfel gehört dazu, ist ein faszinierendes und spirituell bedeutsames Symbol in der heiligen Geometrie eine wichtige Rolle spielt. Verbindung zur Blume des Lebens wird oft als Symbol für Schutz, Heilung und spirituelles Wachstum verwendet. Es soll uns helfen, uns mit unserer eigenen spirituellen Natur und dem Universum zu verbinden. Einige Menschen betrachten Metatrons Würfel als ein Werkzeug, um Zugang zu höheren Dimensionen oder spirituellen Energien zu erhalten. Metatrons Würfel ist ein vielseitiges Symbol, das jeder Mensch auf seine eigene Weise interpretieren und nutzen kann. Mhm. So. Und das haben wir auf unserem T-Shirt drauf. Also Fazit aus der Geschichte. Ist? Kauf das T-Shirt. Genau. Ja. Also verbunden mit der 888. Mhm. Was hauptsächlich für Balance steht, aber Balance. auch für viele andere Sachen. Da kann man sich gerne mal erkundigen. Genau. Wer weiß, was als nächstes kommt. Meditierst du? Nö. Gar nicht, nie. Nächste Frage. Nein, ich meditiere nicht, nee. Hältst du da nichts von? Ich glaube, das ist einfach nicht so meins. Zählt Traumreise auch dazu? Traumreise, so Astralreise? Nein. Nee, hast du keine kreisenden Gedanken? Meinst du so Overthinken-mäßig? Zum Beispiel, ja? Doch schon. Doch schon. Und was machst du dann? Ich versuche da nicht dran zu denken und einfach zu schlafen. Ach so, du meinst jetzt vom Schlafen gehen. Ja, genau. Hast du diese kreisenden Gedanken Ja. und dann hast du da irgendeinen Trick, dass du da aufhörst dran? Schlaftablette. Nein, Spaß. Generation Alpha, nehmt euch einfach Die- das Medizin. It's okay. Ist okay. It's okay. Schmeißt euch die Pillen ein. Haut euch die pharmazeutischen Sachen rein. Nein, auf gar keinen Fall. Nee, ich Da hänge wollen wir weg von. ich bin ehrlich, ich hänge sehr viel an TikTok abends. Und dann scroll ich und dann, ich mache mir Regen an. Ich habe eine App auf meinem Ja? Handy und Oh, mache wie mir schön. Regen an, ja. Ja, aber das ist auch eine Art Meditation. Ja? Ja, Ich klar. kann gut bei Regen einpennen. Alles, was dir hilft, deine Gedanken langsamer werden zu lassen und durchzuatmen und in eine Zen-Funktion zu kommen. Ja, da kann man auch die Regenarten einstellen. Bei dir ist das Regen Regen. auf Zelt, Regen im Wald, Regen auf der Straße, Regen. Ja. Die App heißt Rain. Ah, okay, cool. Wirklich. Ja, glaube ich dir.
es mal gehabt, dass du kennst du The Zone, Zen? Kennst du das, wenn du in diesem Raum bist, der leer ist, vom Gedanken her? Hattest du das noch nie? Ich glaube nicht. Ja, also wenn du eine hohe Meditation oder beziehungsweise tief in der Meditation bist, kommst du in so einen Raum. Da ich nicht meditiere, Tiere? war ich auch noch nicht in diesem Raum. Ja, aber interessiert Ist dich ja, das? ist ja Also würdest du gerne mal in anscheinend diesen Raum? VIP-Raum, ich komme nicht rein. Ja, aber du hast ja noch nicht probiert. Türsteher sagt nein. Ja, aber wenn du es nicht probierst, kannst du es Ja, ja auch eben. nicht erreichen, ne? Dieser Raum ist schon sehr besonders. Und sehr leer. Relativ leer, ja. Aber dann kriegst du halt gewisse Impulse, weißt du, ist dir schon mal aufgefallen, dass manchmal Leute die gleiche Idee haben wie du, Ja. ohne dass du dich abgesprochen hast mit jemandem? Ach so, ja. Wie meinst du, kommt das zustande? Wir Aber gehen jetzt in die Quantenphysik. Aber Sag dir- wenn ich so eine Special-Idee habe, dann eher nicht. Aber wenn es so eine Basic-Idee ist, Okay. schon. Ja, es gibt diese Theorie mit den Ideen, Ja. dass diese Special-Ideen, wie du gerade gesagt hattest, wenn du sie akzeptierst, dass sie bei dir bleiben. Und wenn du sie nicht akzeptierst, wandern sie weiter, bis Mhm. sie jemanden finden, der sie aufnimmt und ausführt. Okay. Das ist eine Theorie. Ob das jetzt. Ich habe eine krasse Idee und ich sende die jetzt an jemanden weiter, der richtig viel Geld hat. Ich möchte, dass Hogwarts nachgebaut wird. Kann das bitte jemand umsetzen? Aber warte mal, gibt's nicht da Universal Studios? Ja, aber ich will das richtig. Ich will das so, wie das im Film ist. Richtig. Die Größe. Genau so. Ich habe mal mit ChatGPT ausgerechnet, wie teuer das wäre. Und ja, das ist sehr teuer, aber es gibt Leute, die das bezahlen können. Ich Okay. nenne jetzt keine Namen, aber fühlt euch einfach angesprochen, wenn ihr gerade zuguckt. Ihr guckt bestimmt gerade zu. Bestimmt. Ah ja. Es gibt auch englische Untertitel. Ja, oder lass doch mal alle spenden. Aber was sollen wir mit Hogwarts? Da können wir ein Hotel draus machen. Ach so, Weißt du, wie geil wir das müssen ein Hotel wäre? rausmachen. Ja, aber stell mal vor, wie geil das wäre. Dann Ja, kannst wär du dich in dein Haus, Slytherin natürlich, Ravenclaw. Aber weißt du, was das Aber- Wichtigste ist bei solchen Ideen? Dass ich sie jetzt weitersende an jemanden, der Geld hat, ja. Also glaubst du an Telepathie? Ja, schon. Ach so, warte mal. Nee, oder? Ich weiß nicht. Hast du das schon mal gehabt, dass jemand gesagt, boah, das habe ich gerade gedacht? Nee, ich habe aber mal, das habe ich dir mal erzählt. Aber also du hast schon mal was erlebt, ne? Wo du etwas gehört hast, Von einer Person, so, die aber gar nicht da war. Mhm. Das Also war krass. ja. Also hast du schon so eine kleine Berührung mit Telepathie gehabt? Ja, wenn du das sagst, dann ja. Süß, ja. Okay. Okay. Lass mir so stehen. Glaubst du an Telepathie? Sollen wir es versuchen? Komm, wir versuchen's. Okay. Du sendest mir jetzt was. Okay. Hat es mit Hogwarts zu tun? Ey, krass! Woher wusstest du das? Wollen wir ein Hotel daraus machen? Oh mein Gott! Ja, ich glaub dran. Die letzte Frage. Die allerletzte Frage. Wir kommen jetzt zur letzten Frage für diese Episode und für das ganze Podcast-Dingen hier mit Bisam. Journalst du? Also schreibst du deine Gedanken auf? Machst du Nein. Morgenpages? Nein, gar nicht. Hast du noch nie davon gehört? Das ist für dich was ganz Neues? Anscheinend. Also ich schreibe meine Gedanken Warte nicht mal, auf. kennst du Manifestieren? Ach so, ja, doch. Das kennst du. Ja, das ja. sagt dir was, okay. Und aber so Ich schreibe mir das nicht auf, nee. so Gedanken oder sowas gar nicht. Obwohl unsere Produktion das auch nicht macht. Ne? Ist das nicht, wenn man in Träumen irgendwie in so komischen Räumen ist? Ich bin sowieso mit Träumen nicht so. Ich bin immer komplett weg, wenn ich schlafe. Echt? Träumst du gar nicht? Nicht viel, nein.
Crazy. Ich bin immer auf Ich Reisen. habe es mal geschafft, meinen Traum zu kontrollieren. Ich wusste, dass ich träume. Ja, dieses Ja, luzide das habe Träumen. ich einmal geschafft. Nein. Ein oder zweimal. Ich wusste, dass ich träume und dann konnte ich Oh, das wie cool. lenken. Ich wollte es auch mal. Ich hatte das auch einmal. Weißt du noch? Ja, einmal hatte ich das. Und dann war am Ende so ein Abspann wie bei TikTok. Nee, Ein TikTok hat Abspann. gar keinen Abspann. Aber Hauptdarsteller. ja, ich schwöre, da kamen so Namen, die so runtergerollt sind Krass. am Ende. Ja, weil ich kann mich dran erinnern, dass ich im Traum gesagt habe, das ist nicht echt. Das ist ein Traum. Und dann bin ich Krass. rausgezogen worden aus diesem Traum und ich habe alles so in sich ist so zusammengefallen und dann am Ende war das wie so ein Abspann Crazy, beim nee. Film. Ich konnte richtig lenken. Ich wusste einfach, dass ich Echt? träume, ja. Boah, Weißt du, krass, ey, das weißt du, hatte was ich der noch nie. Max mal geschafft hat? Nee. Der hat einfach seinen Körper verlassen. Astral. Ja. Ja, der Der hatte hat schon mal einfach seinen Körper Astralprojektion. verlassen und hat sich von oben gesehen und konnte dann so, Rumlaufen. ja, das war, also auch richtig Davor habe krass. ich richtig Angst, ne? Ja, das ist, glaube ich, auch relativ gefährlich. Ja, ich habe auch mal vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und ich habe gehört, dass man, wenn man da irgendwie diese Schnur, die ja auch kommt, wenn wir träumen, wir haben so eine energetische Schnur, keine Ahnung, die zu unserem Astralkörper gehört. Wenn die gebrochen wird, bist du tot. Ja, Dann ja. kommst du nicht mehr wieder aus Das ist deinem quasi wie so deine Seele, die deinen Körper verlässt. verlässt. Oh, Das ist crazy, ne? gruselig. Und ich finde das auch übertrieben gruselig vorzustellen, dass jetzt hier irgendwie jemand stehen könnte und zugucken könnte. Soll er doch. Nee, danke. Also, ich finde das gruselig. Findest du nicht? Hm. Die können ja auch überall reinkommen dann. Hast du mal irgendwie so Erfahrungen mit Geister oder Paranormalem halt? Ja. Echt? Erzähl mal. Hast du mal einen Geist gesehen? Nein, ich kann keine Geister sehen. Nein, aber ich meine so nicht gesehen, sondern, Also, ich hatte mal einen Traum tatsächlich, kurz nachdem meine Oma gestorben ist. ja gut, das hatte ich auch schon. Ja, die verabschieden sich dann ja meistens Ja, ja, das hatte ich nochmal. auch schon. Das hatte ich schon. Hattest du mal das Gefühl, also ich hatte das mal, war so, wenn du gerade am Einschlafen bist, also du bist noch wach und du bist so nur so am Dösen und ich schwöre, ich habe gemerkt, wie mein Bein so hochgehoben worden ist. Ich schwöre es dir. Und dann konnte ich aber, kennst du das, wenn du dann auch nicht wach werden kannst, wenn du dich nicht Schlafparalyse. Ja, genau, das hatte ich einmal. Die hatte ich auch vor 2 Jahren das erste Mal. Einmal hatte ich die auch bis jetzt. Das war auch ganz komisch. Ich hatte das Das Gefühl, finde ich als würde ekelhaft. jemand hinten bei mir mich einstöpseln. Also hinten am Rücken, als wäre ich wie so ein, Das finde ich ekelhaft. ja, es ist nicht so ein geiles Gefühl. Das finde ich wirklich richtig widerlich. Das. Und ich habe auch mal, aber da war ich so am Einschlafen, aber noch nicht richtig am Schlafen, habe ich gespürt, also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen Banane an, ist mir auch egal. Ich habe ja einen Kater gehabt. Ja? Und Also ein Kater oder Saufkater? Nee, ein Kater, eine Katze. Eine Katze. Einen Ja. Kater gehabt. Und der ist ja auch stolze 19 Jahre alt geworden. Und das war für mich ganz, ganz schlimm, als der gestorben ist. Ja, glaube ich. Und ich glaube, das ist noch gar nicht mal so lange her, habe ich wetten können, dass der sich auf mich draufgelegt hat, auf meine Decke. Ich habe so gemerkt, kennst du das? Oh, Dieses. ja, 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 ja. Und ich wusste, es ist seine Energie. Ich wusste es. Krass. Ich habe es sofort gespürt. Ja, das habe ich, aber so Geister und. So, dass Türen auf einmal zuknallen, aufgehen, sowas meine ich. Nein, Das gar nicht. nicht. Ne? Also ich auch kenne nicht. Leute, die das erlebt haben Ja? und denen glaube ich das auch. Ja, ja. Ich hatte mal Aber das finde ich unnormal interessant. eine Freundin und das können ja sehr viele Fische, die im Sternzeichen Fisch sind dem Tod sehr nah, also der anderen Seite sehr nah. Und die zum Beispiel, die hatte Vorfälle bei sich in der Küche, wo dann einfach Gläser umgefallen sind und sowas. Ich würde direkt Und das habe ausziehen. ich auch mitgekriegt. Ich habe mal bei der geschlafen, habe da auch so ein paar Sachen mitgekriegt, aber ich bin nicht so anfällig für die. Also was bedeutet nicht anfällig? Ich kann auf die andere Seite channeln, aber anders. Ich kann die nicht sehen, ich höre die eher. Also das könnte ich. Aber Außer meine Pizza, die hast du nicht gehört. du bist doch nicht auf der anderen Seite, Schatz. Warte kurz. Außerdem braucht das voll viel Meditation und weil das meiste ist ja, wenn wir jetzt wieder in die Quantenphysik und sowas gehen, ist alles ja eine Frequenz. Und du musst die Frequenz bekommen, um überhaupt das zu channeln, was du brauchst. Manche Leute machen das sogar unterbewusst, dass sie Sachen channeln und die dann nicht richtig channeln. Kommt auch noch dazu. Deswegen muss man auf sich aufpassen. Und deswegen haben auch viele ein bisschen
Chaos manchmal im Kopf, weil Mhm. nicht alle Leute gute Intentionen haben. Das ist true. Ja, leider. Ja. Aber so ist es nun mal. Das Universum besteht aus Gut und böse. Dualität. Okay. 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 Full Circle Moment. Okay. So, hast du noch etwas? Hast du Fragen oder irgendetwas? Was hast du mitgenommen aus diesen ganzen Folgen? Wie fandest du es? Hat Spaß gemacht. Hat Spaß Ich fand's gemacht, lustig. ja. Deswegen, fand ich fände das eigentlich geil, wenn wir bei Spotify so einen Podcast machen würden. Nur Ja. zum Hören. Mhm. Also, wenn die Leute darauf Bock haben, kommentiert mal bitte, weil ab jetzt ist Schluss erstmal mit B-Som. Spotify Und Podcaster. vielleicht, ja. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Und dann und, immer mit so Gästen. Wäre voll geil. Ja. Wir kennen viele lustige Menschen, die wir da Stimmt. einladen Ja, könnten. ja, ja. Das wäre Und witzig. viele verschiedene Themen auch, ne? Ja. Aber da würde ich dann vielleicht nicht U18 machen, sondern vielleicht Ü18, Ja, safe. ne? Dass wir da wirklich über alles reden können. Ja, wirklich. Das ist lustig. Uns hat es wirklich sehr viel Spaß mit dir gemacht und danke, dass du da warst. Danke, Sehr dass du dir gerne. die Zeit genommen hast und mit uns geredet hast. Und es war sehr schön. Ja, und jetzt sind wir schon am Ende. Das Irgendwie ein bisschen war schade sogar. Ja, deswegen. Dann finde ich jetzt das Ende und zwar geht auf unsere Homepage und kauft unsere Sachen. Danke, tschüss. Aber, Spaß. aber alles. Aber alles Spaß. einmal leer kaufen. Nee, ich weiß jetzt noch nicht. Diese Folge ist im Mai, Juni. Irgendwann dann kommt das raus hier. Und vielleicht haben wir sogar schon was Neues auf unserer Homepage, das ihr recht günstig kaufen könnt und wir uns wirklich, wirklich sehr freuen würden. Spoiler. Und ich sag nur LOL. lol. Ja, Was ist los mit wie ihr euch? seht, Drassissa weiß auch noch nicht, was abgeht. Das sagen wir dir jetzt gleich, wenn die Kamera raus. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch das für 1-2 Euro runterladen würdet. Natürlich auch Und das unseren genießen würdet. Spotify-Podcast. Spotify-Podcast, kauft euch gerne unsere T-Shirts, guckt unser Manga, der geht natürlich weiter. Magma, Dann holen wir uns so richtig geile Mikros ja. und chillen uns aufs Sofa Ja. mit was zu essen und Wein. Boah, Junge, das wird das. Ja. Super, herzlich vielen Dank fürs Zuschauen, für dabei sein und wir hoffen, es hat euch gefallen und Merci. wir sehen euch nicht beim nächsten Mal, denn uns gibt es bald nicht mehr. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wir werden immer da Wir sein. hören uns. Und Kuss mit Schluss und Schluss mit Kuss. Bye, bye. Bye. Tschüss. Ich kann nicht mehr. Dankeschön. Das war es für diese Episode von B-Som. Vielen Dank, dass du mit uns gereist bist durch die Sterne, die Erkenntnisse und die Geschichten, die uns verbinden. Vergiss nicht, jeder von uns ist ein kleiner Teil eines großen, wundervollen Universums. Bis zum nächsten Mal, bleib neugierig, bleib menschlich und lass deine Gedanken summen.